in einem Berliner Industriewerk. In einer Werkpause dirigiert Wilhelm Furtwängler das Berliner Philharmonische Orchester. Wir hören das Meistersinger-Vorspiel von Richard Wagner. Die Arbeit geht weiter. Hier entstehen Panzerkampfwagen. Bearbeitung des Turmes. Herstellung von Triebrädern. Zusammenbau. Laufwerkmontage.
Laufrollen. Eine Stützrolle wird aufgesteckt. Die Kette wird montiert. Ein Panzerkampfwagen erhält sein Geschütz. Zusammenbau eines Sturmgeschützes. So werden Tag und Nacht in den deutschen Rüstungswerken die besten Waffen für die besten Soldaten der Welt geschmiedet. Reichsmarschall Hermann Göring überbringt dem Generalfeldmarschall Erhard Milch, einem seiner treuesten und bedeutendsten Mitarbeiter, seine Glückwünsche zum 50. Geburtstag. Das Leben des Generalfeldmarschall gehört seit 27 Jahren der Fliegerei. In der Systemzeit hat er trotz aller widrigen Umstände durch persönlichen Einsatz für den fliegerischen Gedanken geworben. Nach der Machtergreifung wirkte er entscheidend am Aufbau der deutschen Luftwaffe mit. Generalfeldmarschall Milch ist heute für die flugtechnische Entwicklung in Deutschland verantwortlich. Er leitet außerdem die gesamte Rüstung unserer Luftwaffe. 3 unserer erfolgreichsten Jagdflieger melden sich beim Führer. Hauptmann Philipp, 94 Abschüsse. Hauptmann Ubben, 70 Abschüsse und Oberleutnant Ostermann, 81 Abschüsse, wurden beide mit dem Eichenlaub zum Ritterkreuz ausgezeichnet. Hauptmann Philipp erhielt als 8. Soldat der deutschen Wehrmacht das Eichenlaub mit Schwertern. An der Ostfront. Das ist Hauptmann Philipps Maschine. Jäger klar zum Start. Hauptmann Philipp. Er hat inzwischen die Zahl seiner Abschüsse auf 100 erhöht. Der Luftschraubenwind wirkt wie ein Wirbelsturm. Dort ein Sowjetjäger. Das Bodenpersonal verfolgt gespannt den Kampf. Kondensstreifen zeigen den Weg der Maschinen. Neuer Anflug. Der Bolschewik ist getroffen. Am mittleren Frontabschnitt. Hier zeigt das Thermometer zeitweilig noch starke Kältegrade. Die eisigen Stürme, die seit Monaten über das ungeschützte flache Land fegten, haben nur teilweise nachgelassen. Die schweren Strapazen, die unsere Soldaten hier zu bestehen haben, sind an vielen Stellen die gleichen geblieben.
In unablässiger Arbeit halten Sonderkommandos die Nachschubstraßen frei. Munition für die Artillerie. General Stumme in den vordersten Linien. Dritter Kreuzträger Oberleutnant Schwarz. Jede Bewegung des Feindes wird scharf beobachtet. Feuer auf Bereitstellungen der Sowjets, die sich in einem Dorf zum Angriff sammeln. Stoßtrupps bereit zum Einsatz. Im Schutze einer Anhöhe gehen die Stoßtrupps vor. Die Ortschaft, von der aus unsere Flanke bedroht wird, muss genommen werden. Das Artilleriefeuer lag gut. Der Feind ist schwer getroffen. In kurzem Atemkampf wird er geworfen. Auf der Krim. Hier im äußersten Süden der Ostfront ist bereits der Frühling eingezogen. Unsere Soldaten bereiten ihm einen würdigen Empfang. Die warmen Wintersachen werden auf Kammer gegeben. Der Gong zum Essen fassen. Deutsche und rumänische Soldaten kameradschaftlich verbunden. Kurze Ruhepause. Auch in der Ruhestellung muss der Körper elastisch erhalten werden. Jeden Tag geht es einmal über die Hindernisbahn. Kampf auf der Halbinsel Kertsch. Wie der Wehrmachtbericht wiederholt meldete, brachen hier mit stärkeren Kräften geführte Angriffe der Sowjets im Feuer unserer leichten und schweren Waffen zusammen. Durch kühn geführte Gegenstöße wurde der Feind immer wieder in seine Ausgangsstellung zurückgeworfen. Panzerkampfwagen greifen an. Stoßtrupps brechen in die feindliche Stellung ein.
Zerschossene Sowjetpanzer. Bei einem einzigen Griff verloren hier die Bolschewiken 56 Panzerkampfwagen. 26 wurden bewegungsunfähig geschossen. Feldwebel Lippold, der sich bei den Abwehrkämpfen auf der Krim durch hervorragende Tapferkeit auszeichnete, erhält aus der Hand seines Generals das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes. Und hier die Ritterkreuzverleihung an den Gefreiten Unfried. Bei einem Angriff der Sowjets blieb er in selbstständigem Entschluss trotz heftiger Feindeinwirkung mit seinem Maschinengewehr liegen und vernichtete starke Kräfte der immer wieder anstürmenden Bolschewiken. Sein tapferer Einsatz wirkte sich über den Abschnitt seines Bataillons hinaus in hervorragender Weise aus. Bei unserer Kriegsmarine, Großadmiral Raeder, besichtigt eins der deutschen Schlachtschiffe, die in kühner Operation von Brest aus durch den Kanal stießen. Links Flottenchef Admiral Schniewind. Überreichung des Ritterkreuzes an Konteradmiral Hoffmann, den Kommandanten des Schlachtschiffes. Auf einem italienischen Schlachtschiff im Mittelmeer. Offiziere der italienischen Kriegsmarine erhalten aus der Hand eines deutschen Admirals das ihnen vom Führer verliehene Eiserne Kreuz. Ein deutsches Unterseeboot läuft nach erfolgreicher Feindfahrt im Mittelmeer in seinen italienischen Stützpunkt ein. Der Kommandant, Kapitänleutnant Kraus, meldet sein Boot dem italienischen Hafenkommandanten. Nach 6 Monaten gemeinsamen Einsatzes der deutschen und italienischen Kriegsmarine im Mittelmeer. Der Herzog von Aosta überreicht Kapitänleutnant Guggenberger, der mit seinem Boot den britischen Flugzeugträger Ark Royal versenkte, die italienische Tapferkeitsmedaille. Die gleiche Auszeichnung erhält Kapitänleutnant Freiherr von Thiesenhausen, der das britische Schlachtschiff Barham auf den Meeresgrund schickte. Auszeichnung von verdienten Besatzungsmitgliedern. In der Mitte der erfolgreiche italienische U-Bootskommandant Fregattenkapitän Fürst Borghese. Vom Kriegsschauplatz in Afrika. Schwere Einheiten der italienischen Kriegsmarine sichern einen Geleitzug nach Tripolis. Britische Zerstörer greifen an. Klar zum Gefecht. Dort sind die Briten. Einschläge der feindlichen Artillerie. Die Zerstörer sind abgewehrt. Der Geleitzug hat ohne Verluste die afrikanische Küste erreicht. Neue Volkswagen für die Panzerarmee des Generaloberst Rommel.
schwere Panzerspähwagen. Fahrzeuge der Transportstandarte Speer, die jetzt auch in Afrika eingesetzt wird. Fahrt ins Kampfgebiet. Eine Werkstattkompanie hinter der Front. Sie hat ihr Lager an einer Oase aufgeschlagen. An der Cyrenaika-Front. Deutsche und italienische Artillerie nimmt starke feindliche Aufklärungskräfte im Raume südlich von Derna unter Feuer. Generaloberst Rommel beobachtet den Kampf. Deutsche und italienische Panzer rollen zum Gegenstoß vor. Gefecht mit feindlichen Panzern. Vernichtete britische Panzerkampfwagen. Gefangene Briten. Das sind die Hilfsvölker Churchills und Roosevelts. Unsere Panzerkampfwagen rollen weiter vor. Sie bleiben am Feind.